Oh, ein schönes Bild. Nicht schlecht. Ja, das war eine Übersetzung, die sehr medizinisch, physikalisch, logisch, doktorenhaft war, aber am Ende zumindest mit Pavlov und so. Pavlov war ja das mit dem klingelnden Hund sabbern, wenn Essen Verdacht kommt und so. Hier ist nicht Überlegung. Okay, was haben wir hier bei Herrn Yui? Ah, guck mal. Das sieht total nicht gefotoshoppt aus. Links da, was haben wir hier noch? Hallo Matthew, wir haben den Organismus 119 studiert. Wie anbei findest du die elektronische Mikroskopbild. Das zeigt die Pilus-Information. Pilus-Formation zeigt. Wir haben die Hypothese, dass es eine Stressreaktion ist durch die hohe Radioaktivität. Wir versuchen eine menschliche Zelle mit dem Organismus 119 zu infizieren und ja, Experimente damit durchzuführen. Wäre das zumutbar? Es wäre großartig, wenn du die Abteilung dazu kriegst, da rein zu schauen. Also, ne? Oh mein Gott. Jetzt gibt es ja auch noch biologische Tests und bla und was war die Korrespondenz? Ich werd einfach weiterspielen. Hier ist noch ein Ruhmwürfel. Oh Gott, hier ist noch mehr Text. Ja, was hast du denn gefunden? Ja. Ist eh spannend genug mit dem anderen da. Der Paranoide im Gedanken hegt und der kann auch noch Geige spielen, natürlich. Ist das eine Geige? Violine? Sieht teuer aus. Ja, eins der Instrumente, die ich überhaupt noch nicht gespielt habe, und das hier ist Motion Sickness Relief, also Bewegungskrankheit, Schwindel. Wenn man VR spielt, hat man das auch öfter mal, und hier haben sie auch dieses Reload-Tool. Ja, aber es geht weiter mit dem Spiel, ich muss nicht weiter übersetzen, ich gehe einfach weiter und würde gerne noch was trinken, aber es ist wieder leer. Ja, irgendwie scheint hier auf diesem Planeten mehr abzugehen, als das menschliche Auge für wahr halten könnte. Ja, als ich erwartet hätte. Und ja, die Übersetzung ging auch reichlich schief, aber wat Mut, dat Mut. Ich habe jetzt Lust, das Spiel weiterzuspielen, statt irgendwie ständig alles zu übersetzen. Ja. Und da sind wir wieder. Ein weiterer Korridor wartet auf uns. Ein neues Rätsel. Und darauf habe ich. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Ja, es ist riskant, Menschen in das Weltall zu schicken. Deswegen wurde es geplant, dass Maschinen hochsteckt, und ich will wissen, was das ist. Ach, du machst Power-Dings und nimmst den Power-Dings weg. Okay. Und du nimmst einfach nur den aus und nicht an. Aha. Was passiert denn, wenn ich den hier drauflege? Drauflege, so dass er nicht wieder runterfällt. Mich hier hinstelle und den Strom daraus nehme. Die Tür geht auf. Na, sowas aber auch. Und erzähl mir noch ein vom Pferd.
We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Okay, es ging ja darum, dass man Roboter zum Mars, dass man Roboter zum Jupiter fliegen könnte, aber es ist natürlich effizienter, wenn Menschen da sind, weil dann, ja. Man könnte ja auch Drohnen steuern, das ging ja auch auf dem Mond, da konnte man ja Drohnen steuern, um auf dem Mond zu agieren, was aber auf dem Jupiter nicht geht, weil also die Distanz vom Mond zur Erde ist ungefähr 1,3 Lichtsekunden. Ja, Lichtsekunden. Die Distanz zum Mars sind aber, zum Jupiter sind ein paar Lichtminuten, wenn nicht sogar Stunden. Ich habe die Zeit jetzt vergessen. Ich weiß, dass das Licht von der Sonne zum Erde 8 Minuten braucht. Das heißt, wenn die Sonne jetzt ausgeht, auf einmal so wie Licht, würden wir das erst nach 8 Minuten mitbekommen. Da die Sonne das aber nicht tut, ist uns das, ja, es geht nicht einfach aus, die Sonne. So. Okay, ich habe das Ding jetzt hier rüber geschoben und dahin. Auf jeden Fall, deswegen kann man Drohnen nicht in Echtzeit operieren auf dem Jupiter von der Erde aus. Also könnte man die vielleicht ja die Menschen in den Umlaufbahn bringen, um die besser zu steuern, und das könnte man wohl tun. Spaß, das ist der Computer gerade. Ich schweife ab, ich vergesse das, was ich gesagt habe, und versuche einfach nur das Rätsel zu machen. Ja. Also die Diskussion, warum man Drohnen zum Jupiter schicken sollte, oder warum man es nicht kann, weil die ja nicht wirklich selbst operieren können, arbeiten können, denken können. Deswegen hat man halt Menschen hingeschickt, obwohl Menschen natürlich im Weltall viel schwieriger zu transportieren sind, weil So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Okay, Tom, warum kannst du diese Rätsel nicht lösen? Weil ich nicht so denken kann wie du. Ich brauche keine Kreativität. Ich bin daran gebunden zu denken wie eine Maschine, und ich kann nicht denken wie ein Mensch. Also keine Kreativität. Deswegen komme ich nicht auf kreative Lösungen, sagt der Roboter, Computer. Sozusagen. Deswegen kann er die ganzen Rätsel nicht lösen, also muss ich die lösen.
irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt noch viel mehr hinter. Achso, ja, da muss ich ja hin. Auch nicht? Ja, das war clever. Also der Rechner ist so blöd zum kreativ denken, deswegen muss ich kreativ denken, weil ich bin ja ein Mensch und komme deswegen durch die Turing Tests durch. Also durch diese Tests durch, die dafür sorgen, dass der Computer hier nicht längs kann, weil der wahrscheinlich irgendwas zu verbergen hat. Was jemand paranoid hat werden lassen. Echt jetzt? Ja. Ich frage mich auch gerade, ob ich diesen Turing-Test bestehen werde. Ich habe irgendwie gerade nicht das Gefühl, dass... Vielleicht überrasche ich mich ja selber. So, ich brauche dich nochmal. Um den da mitzunehmen. Kommst du auch noch mit? Ja. Ich wollte dich nämlich oben in den Raum einstellen und nicht hier unten. Okay, den werde ich jetzt hier oben hinstellen. Ich denke immer noch über den Turing-Test nach, was er gesagt hat. Ja, Computer. Von wegen, ich kann das nicht lösen, weil ich keine Kreativität in mir habe. Sondern nur wohnen. Da wohnen. Ich krieg dich nicht da rein. Ups. Okay. Warum? Ach komm. Okay. So. Ich kann hier, ich kann da, ich kann rüber. Ich kann den Mann rausnehmen, den Mann rausnehmen und hier reinstöpseln. Wozu brauche ich den Kasten da? Nur damit er die Tür aufhält? Naja. Ich bin gespannt, was jetzt noch Philosophisches kommt. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Okay, Kollege Computer sagt mir jetzt, denk mal zurück, also warum fehlt dir die Kreativität? Denk doch mal an das erste Rätsel zurück. Du hast eine Kiste durch ein Fenster geschmissen. Ich war nur darauf programmiert, eine Kiste durch ein Fenster zu schmeißen, was ich irgendwie ziemlich finde. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive.
Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Okay, so langsam komme ich mit dem Übersetzen nicht hinterher, weil das echt Also, der Computer hat keine Kreativität, weil er nicht vorher nachdenkt, sondern alles einfach ausprobiert, was klappt. So wie die Natur in der Evolution auch manche Sachen probiert hat. Manche haben davon geklappt, manche nicht, und deswegen sind Leute das, was Leute sind. Und eine menschliche Logik hat halt nichts mit Natur zu tun, deswegen sind wahrscheinlich auch Hunde. Text vergessen. Deswegen sind wahrscheinlich auch Hunde jetzt nicht so... Ja, gut. Hunde ist jetzt ein blödes Beispiel. Und Hunde sind cool, nur halt keine Menschen. Aber intelligent können sie sein. Habe ich heute gerade gesehen. Ja. Okay. Also, die Computer sind nicht kreativ, die sind nur Trial and Error. Genau wie ich gerade eigentlich. Und die können halt nicht sagen, hey, hier, ich habe eine super Idee, ich male mal ein Bild. Sondern die malen einfach und irgendwann kommt ein Bild raus. Wie kriege ich den denn jetzt hier runter? Achso. Wenn ich den hier rausziehe, dann fällt der runter. Alles klar. Den Test fand ich jetzt mal herausfordernd, bis ich gemerkt habe, dass da zwei Verbindungskabel sind. Und nebenbei habe ich versucht, diese tiefenphilosophische Diskussion zu übersetzen, in der es darum geht, den Unterschied zwischen Mensch und Maschine oder ja, Mensch und Maschine zu definieren, was für mich jetzt nicht wirklich eine Definitionssache ist, aber If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. okay, da habe ich jetzt gerade nicht so viel Bild gekriegt. Glaubst du, wenn du nicht beschränkt wärst, glaubst du, du könntest kreativ sein? Ja, ich könnte kreativ sein, weil Kreativität ist, schalala. Kreativität ist etwas, was man machen kann. Lernen kann, wie auch immer. Wenn ich nicht beschränkt wäre, könnte ich es wahrscheinlich. Weil das eine Kombination von Nervenflüssen ist, die man irgendwie zusammenkriegt. Ja. Also ich glaube, der könnte eine Maschine sein. Quatsch, ein Mensch werden. Ich habe gerade was überlegt. Wieso habe ich jetzt hier drüben eigentlich den da eingebaut? Ich glaube, es wäre viel sinnvoller, wenn ich nicht doof wäre. Kann ich den irgendwie resetten? Wie komme ich jetzt da wieder? Du brichst ja ab. Unterwegs.
Jetzt komme ich gar nicht mehr durch. Wozu ist der da? Okay, kann ich hier das nochmal... Start Area. Ich hoffe, jetzt macht er das, was ich möchte. Ansonsten muss ich da gleich nochmal durchlaufen. Ich glaube, ich habe mich gerade eingespielt. So, also festgespielt, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them, so I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Ja, okay. Intelligenz ist nur kontrolliertes Chaos. Deswegen könnte ich kreativ sein, wenn ich nicht destruktiv wäre und so. Man könnte auch sagen. Fuck.